Heute geht es um die neuen Exit-Bedingungen in der Options-App. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun viel Spaß mit Sebastian. In diesem Video möchte ich dir zeigen, welche Konfigurationen du vornehmen kannst, welche Exit-Kriterien, Close-Bedingungen und so weiter die Options-App insgesamt ja bereithält. Und inzwischen sind wir von der Version auch so fortgeschritten, dass wir hier einige Stop-Kriterien, Early Exits und so weiter drin haben. Und man kann, ja, ich glaube, inzwischen fast 99% aller Optionsstrategien mit der Options-App hier abbilden. Und da möchte ich dich einfach mal mitnehmen und dir zeigen, was denn hier eigentlich alles möglich ist. Du siehst, ich bin bereits schon verbunden mit der TWS. Das sieht man hier an diesem Verbindungssymbol. Das Ganze ist grün. Da oben ist dann eben auch das Paper Trading Konto gekennzeichnet. Ich bin also mit dem Paper Trading Konto verbunden. Und nun schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich bin noch im Dashboard und jetzt gehen wir hier mal in Configuration rein. Und in Configuration, dort können wir unsere Strategien anlegen, unsere Templates anlegen und so weiter und so fort. Und damit wollen wir uns jetzt hauptsächlich beschäftigen, nämlich mit den Templates. Ich mache die Templates mal auf und du siehst hier schon einige Templates, die hier drin sind. Das ist alles so Test-Templates, kann man sagen. Und zunächst einmal muss ich ein Template immer definieren. Das Template besagt, wie eröffne ich einen Trade. Also soll das ein Put-Spread sein? Soll es ein Iron Condor sein? Ich muss meine Legs dort zusammenstellen. Also generell, wie die Konstruktion dieses Optionskontrakts aussehen soll. Und im Strategieteil hier rechts, dort kann ich eben sagen, wann soll das denn, Ganze denn ausgeführt werden? Oder soll das Ganze zu bestimmten Entry Conditions ausgeführt werden, zu bestimmten Exit Conditions? Wie viele sollen ausgeführt werden? Ich mache hier quasi meinen Trading-Plan, wann was eröffnet wird. Und wir gehen das Ganze jetzt mal durch, indem wir hier mit dem Trade-Template anfangen und dann eben auch all diese Konfigurationsmöglichkeiten besprechen. So, ich mache das Ganze mal ganz groß und hier bin ich jetzt in dem Trade-Template-Bereich. Und ich kann jetzt hier einfache, komplexe Trades, wie auch immer, erzeugen. Ganz wichtig ist immer, ein Trade-Template ist eine Trade-Eröffnung. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wie standardmäßig, steht da oben Long Call drin. Das ist also hier in einer Gruppe 1, steht hier einfach Buy Call, ja, für 10 Cent. Ja, wenn ich das jetzt so abspeichern oder öffnen würde, dann würde er ganz einfach ein Leg erzeugen als Trade. Ich kann aber dann auch noch mehrere Legs hinzufügen und kann eben dann auch noch sagen, okay, verkauft bitte auch noch einen Call. Wir gehen dann gleich auf die Bedingungen ein, ja, und dann würde der zum Beispiel einen Spread eröffnen, ja. Und egal wie viele Legs ich hier hinzufüge, ja, ganz ehrlich, egal ob es Sinn macht oder nicht Sinn, also diese Kombo, die ich jetzt hier gerade mache, die macht wohl eher weniger Sinn. Der würde versuchen, das in einmal zu eröffnen. Das ist ganz wichtig. So, ich mache das Ganze jetzt nochmal weg, damit wir hier ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit reinbekommen. Und wir werden jetzt hier mal hingehen und werden einen Put-Spread definieren. Und dieser Put-Spread, ja, der soll bei Delta 20 aufgemacht werden, der Short, und der Long, der soll vielleicht bei Delta 10 gehandelt werden. Das heißt, ich gehe hin, sage verkaufen, Put. Das ist das erste Leg, was ich definiere. Ja, und schreibe vielleicht noch dazu, das soll jetzt, aber in Klammern setzen wir das, soll jetzt zum Beispiel 14 DTE-Trades sein. Ja, also 14 DTE. Du siehst, du konntest sogar auch ein Ratio einstellen, ja, geht also relativ viel. Und nun kann ich eben sagen, okay, mit welchem Suchkriterium soll das Ganze eröffnen? In dem Fall, ja, man kann eben sagen Prämie, man kann sagen, okay, Percentage out of the money, also wie viel Prozent vom ATM-Preis soll da rausgehen. Ein Offset kann man definieren und so weiter. In dem Fall wollen wir Delta haben, das heißt, das Shortleg soll bei Delta 20 sein. Die Methode Nearest wählen wir hier, das heißt so nah wie möglich an Delta 20 heran. 'Ne Price Range könnten wir noch optional dahin hängen, machen wir aber nicht. Und nun brauchen wir noch ein zweites Leg und das ist ein gekaufter Put, also Buy Put. Verhältnis 1:1, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel 2:1 machen würde, dann würde 2 Puts eröffnen und ein Long dagegen. Das macht jetzt hier eher weniger Sinn, das soll ja kein Ratio-Spread sein. Auch 14 DTE, das könnte ich auch anders machen rein theoretisch und setze das aber in dem Fall auch auf Delta, aber Delta 10 Nearest. Also eine ganz einfache Konfiguration eigentlich. Und der würde dann eben bei Trade-Eröffnung immer genau diese beiden Legs raussuchen und würde das als eine Combo dann eröffnen. So, und nun wollen wir aber darauf zu sprechen kommen, was es denn inzwischen alles für Schließungsmöglichkeiten gibt. Ich kann erstmal auf verschiedenen Ebenen kann ich hier meine Stop-Losses, Early Exits, Profit Targets und so weiter kann ich hier definieren. Das heißt, ich kann einmal in diese Ebene gehen, dass ich sage, okay, ich hänge das an den
Short heran. Das heißt, wenn ich jetzt hier 'n Stop-Loss definiere, ja, bei zum Beispiel 100%, das heißt, wenn der den Preis verdoppelt, würde er ausgestoppt werden. Das würde sich aber nur auf den Short beziehen. Das heißt, nur der Short würde ausgestoppt werden, der Long würde einfach drin bleiben. Ich kann genauso auch sagen, ich möchte das Ganze hier auf die ganze Combo haben, was in dem Fall dieser Put Spread ist. Dann klicke ich das hier an, mache hier 'n Put Spread hin, Entschuldigung, nicht Put Spread, sondern Stop Loss hin von 100%. Und nun habe ich Folgendes gebaut, dass ich sage: „Okay, ich beziehe mich jetzt auf die ganze Combo hier“, denn der Delta 20 Short, der bringt eine Prämieneinnahme, der Delta 10 Long Put, der erfordert eine Ausgabe und letztendlich, na ja, wenn der vielleicht für $4 eröffnet wird, ich sage, ich finde jetzt einfach mal was, ja, und der kostet $2, dann bedeutet das, der Spread-Preis, so gesehen Kombopreis ist $2. Mache ich 'n Stop-Loss von 100%, dann würde eben bezogen auf die ganze Combo, auf den Kombopreis 100% aufgeschlagen werden. Also bei $4 wäre dann letztendlich der Stop-Loss gelegen. Das heißt, hier beziehe ich mich auf die ganze Combo hier oben. Und nun ist eben neben dem Stop-Loss gibt es eben inzwischen auch einige andere Dinge und die wollen wir eben hier einmal durchgehen. Ich denke, das Stop-Loss, das haben wir auch im vorherigen Video mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ne? Da sollte relativ Klarheit drüber sein. Aber wir wollen jetzt die anderen Sachen besprechen. Nämlich, wir gehen auf das Profit-Target. Und beim Profit-Target kann ich jetzt hier eben sagen, okay, ich möchte einmal einen fixen Amount, also einen Gewinnbetrag hier eintragen. Das ist dann absolut in Dollar oder eben prozentual. Und dann kann ich eben sagen, prozentual, er soll zum Beispiel bei 100%, nicht 100%, das macht bei der Stillhalterposition so keinen Sinn, bei 50% Gewinn soll er das Ganze fließen. Das bedeutet also, bei dem Beispiel mit den $2, dass eben die Combo $2 ähm, Prämie gebracht hat, wenn das Ganze auf $1 zurückgegangen ist, also die Hälfte des Gewinns schon vorliegt, dann würde er das Ganze fließen. Und er würde das schließt mit 'ner Limit Order, ist also 'ne relativ, unkritische Order, sage ich jetzt mal. Und ich kann auch noch sagen, wie viel soll er schließen, 100% oder nur 50%. Das ist 'ne ganz wichtige Angabe, denn wenn ich jetzt zum Beispiel 2 davon handle, was ich ja später in meinem Tradingplan in der Strategie definiere, dann kann ich auch sagen: „Okay, wir schließen nur 50%, denn ich möchte nur eine von 2 eröffneten Positionen in dem Fall schließen.“ Und könnte dann auch noch über Add Target hier mehrere Profit Targets definieren. Also könnte er sagen: „Okay, die anderen 50% bezieht sich auf die anderen 50 Entschuldigung, ne, bei 70% Gewinn, ja, würdest du die andere Hälfte schließen. Also bei 50% Gewinn schließt du einen, in dem Fall, wenn man 2 Stück macht, bei 70% schließt du den anderen. So, das funktioniert. Es macht natürlich jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Sinn hier, wer weiß, wie viele Profit Targets zu machen, zumindest nicht in den meisten Fällen, was das angeht. Ich kann auch noch sagen, okay, Activate on Extended Hours, kann also sagen, okay, für eben vorbörslichen, nachbörslichen Handel möchte ich dieses Limit auch anlegen haben. In der Regel macht es übrigens hier meistens Sinn, hier nur 100% stehen zu lassen, weil ich mich eben auf die komplette Position beziehe. Lassen wir das mal stehen. Das heißt, jetzt habe ich also diesen Profit Target definiert und wir gehen jetzt mal auf weitere Schließungskriterien ein, nämlich einmal hier das Exit when underlying Price. Das Price ist hier leider jetzt nicht ganz ausgeschrieben. Ja, und jetzt muss man den Satz weiterlesen. Ja, also Exit when underlying price is below leg so und so, plus minus Offset in Prozent und in Market Order wird hier benutzt. Oder above leg so und so. So, was bedeutet das jetzt? Es kann ja sein, dass wir gar keinen Stop an sich hier anheften wollen, sondern wir wollen das Ganze anders regeln. Nämlich zum Beispiel, wenn das Short Leg angelaufen wird, also gerade genau das Ganze am Geld ist oder anfängt ins Geld zu laufen, dann soll er den Kontrakt schließen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, das kennen wir noch gar nicht, das Short Leg. Denn das Short Leg, der Strike, der orientiert sich dann zu dem Zeitpunkt, wo wir es eröffnen, an Delta 20. Sagen wir mal, das wäre SPX-Stand 6.500, da wäre genau das Short Leg drauf. Dann können wir jetzt sagen, okay, wenn eben 6.500 erreicht wird, also der Strike angegriffen wird, berührt wird, getestet wird, so sagen es auch manche, dann schließe den Trade. Und zwar mache ich das dann so, dass ich hier sage, in der obersten Zeile, das bedeutet ja is below, das ist hier so, dass es drunter ist, is below und jetzt kann ich hier die Legs auswählen, die ich hier oben habe. Das passt sich dynamisch an. Das heißt, der erste ist ein SP Short Put Ratio 1, 14 DTE, 20er Delta. Das ist genau diese Zeile hier. Das kann man also schön eindeutig identifizieren. Ich klicke hier drauf und jetzt beziehe ich mich auf das obere Leg. Und er soll den eben schließen
wenn, und jetzt könnte ich noch ein Offset dazu definieren. Wenn ich das Offset auf 0 lasse, dann bedeutet das ganz einfach in dem Beispiel, wenn bei 6.500 der Strike eröffnet wird, dann würde, wenn der SPX auf 6.500 oder darunter fällt, würde diese Order hier, diese Stop-Order ausgelöst werden. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe hier mal auf Punkte, ich mache das nicht prozentual, sage, okay, minus 5 Punkte, dann würde diese Position erst geschlossen werden, wenn das Short Leg angegriffen wird und noch 5 Punkte weiter ins Geld nach unten läuft. Ja, also wenn er schon wirklich 5 Punkte im Geld ist, das Short Leg. Trage ich hier eine 5 ein, dann würde das bedeuten, der würde ihn schon schließen, wenn da noch 5 Punkte aus dem Geld ist. Also in dem Beispiel bei 6.500, wenn dort der Short Strike eröffnet worden wäre, dann wäre das also in dem Fall 6.505, wo dann diese Combo geschlossen wird. Das heißt, ich kann mich hier auf einzelne Legs beziehen und es schließt trotzdem die ganze Combo. Ja, das geht auch bei komplexeren Konstrukten. Stell dir Butterflies vor, stell dir Iron Condors vor, Reverse Iron Condors, solche Konstrukte, geht alles hier mit der Options App und man kann sich auf einzelne Legs beziehen. Wir machen mal ein kurzes Beispiel. Und zwar, ich mache jetzt hier vielleicht auch einfach mal einen Iron Condor raus und mache es noch ein bisschen komplizierter. Iron Condor mache ich jetzt zum Beispiel, indem ich eine weitere Gruppe definiere. Ich könnte, na, wobei in dem Beispiel bräuchten wir gar keine andere Gruppe, vielleicht bringen wir das gar nicht mit rein, sondern ich definiere hier 2 weitere Legs und sage, ich verkaufe einen Call und ich kaufe einen Call. Das heißt, ich stelle die Call-Seite noch mit sonst gleichen Bedingungen. Der verkaufte Call, den sehe ich nämlich auch auf Delta 20 und den gekauften Call, den nehme ich auch auf Delta 10. Ja, das heißt, habe ich noch die Oberseite von dem Iron Condor auch zusammen. Und jetzt muss ich natürlich hier auch hinschreiben, fairerweise, ja, dass es ein Iron Condor ist. So, was passiert jetzt hier unten? Auf einmal klappe ich das auf und ich habe noch mehr Strikes hier zur Verfügung. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann freuen wir uns jetzt sehr über deine Unterstützung, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, nette Kommentare da lässt und den Thanks-Button ausprobierst. Vielen Dank. Ja, der Short Call und der Buy Call. Also Sell Call, Buy Call, die habe ich hier auch drin, kann mich also auch darauf referenzieren. Und beim Iron Condor macht es ja dann auch Sinn, wenn ich auf der Unterseite raus möchte, wenn das Short Leg berührt wird, dass ich auf der Oberseite, wenn das Short Call Leg berührt wird, der Strike, dass ich dann auch rausgehe. Das heißt, ich kann dann hier die zweite Zeile nutzen und sage or above und wähle dann jetzt hier SC, Short Call, Ratio 1, 14 DT, Delta 20 aus. Das ist genau diese Zeile, diese dritte hier. Und kann jetzt auch wieder sagen, okay, Punkte, 0. Ich gehe das hier auch mal wieder auf 0. Und jetzt habe ich ein Setup zusammengestellt, wo ich einen Iron Condor habe und der Exit erfolgt auf der Oberseite, wenn der Short Call angelaufen wird oder auf der Unterseite, wenn der Short Put angelaufen wird. Das funktioniert also inzwischen mit der Options App. Sehr, sehr dynamisch. Jetzt gibt es noch eine weitere Variante, wie ich auch Exits noch gestalten kann, nämlich das Ganze mit dem Exit When Delta. Ich klicke da mal drauf und kann jetzt also hier bestimmen, Exit when Delta is below einem bestimmten Wert or above einem bestimmten Wert. Man kann hier sogar noch sagen, okay, ich möchte mit einer Limit Order ausgeführt haben. Die muss man hier unten auch sogar noch definieren. Oder mit einer Market Order. Wir bleiben erstmal bei einer Market Order. Das heißt, wenn ich jetzt das Positionsdelta dieser ganzen Combo kenne, was ich jetzt auswendig nicht kenne und einschätzen kann in dem Moment, ja, und weiß dann, okay, wenn dieses Delta jetzt unter meinetwegen -5 geht, ja, oder über 0 geht, dann schließe diesen Trade. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Delta hier oben rauskommt als Positionsdelta. Das ist relativ schwer. Das ist wohl eher auch sinnvoll auf Einzel-Leg-Ebene. Außer du arbeitest mit dem Positionsdelta. Ja, ich möchte nur zeigen, du kannst hier letztendlich abhängig vom Delta dein Exit des ganzen Trades auch definieren, wenn du damit also arbeitest. Machen wir dazu vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, nämlich ich hänge das nochmal an das Main Leg, an den Short Put hier oben. Wenn ich da jetzt draufklicke, übrigens geht die Combo-Sache hier weg. Zack, weil es geht immer nur eine Sache. Entweder hänge ich das Ganze an die jeweiligen Shorts oder an die ganze Combo. Und jetzt kann ich eben sagen, na, wir nehmen das Delta und kann jetzt sagen, ich weiß ja, dass es ein Delta 20 ist. In dem Falle sollte ein Delta minus 20 sein, dass ich dann, wenn das Ganze unter -30 geht, dann möchte ich da quasi entsprechend rausgehen. Ja, warum Minus? Weil das entsprechend so Short ist und deswegen ist das Ganze negativ hier gestimmt. Ja, das Ganze ist nicht Vorzeichen sensitiv.
So könnte ich das Ganze gestalten. Du siehst, ich drücke mich ein bisschen vorsichtiger aus. Warum? Ich arbeite nie mit diesem Exit When Delta, aber einige Options-App-User haben sich das Ganze gewünscht und wir haben das entsprechend dann auch umgesetzt. So, gehen wir mal wieder zum Combo-Stop. Und da sehen wir auch, der hat sich das übrigens gemerkt. Ne? Das heißt, der hat alles wieder drin. Und jetzt gibt es noch eine weitere Sache, nämlich es gibt auch noch das Early Exit. Und das Early Exit ist eben eine Marke, die ich zeitlich benennen kann, wann dieser Trade geschlossen werden soll. In dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, das bezieht sich immer auf das Main Leg. Das Main Leg ist das erste einer Gruppe, was hier definiert ist, was ganz oben steht. Es kann ja sein, dass das hier 14 DTE ist, 21, 21 DTE und 14 DTE, ja, oder ein Kalenderspread oder sowas gemacht wird, ja. Auf was soll es sich dann beziehen hier? Ja, das ist dann die große Frage. Deswegen ist es immer aufs Main Leg bezogen. Das heißt, wir schauen hier auf den Sell Put 14 DTE und angenommen, wir wollen dieses Konstrukt 4 Tage vor Schluss beenden, dann müsste hier ein 4 DTE rein. Ne? Warum auch immer, ne, ist natürlich von dem Regelwerk abhängig. Und nun kann ich aber noch sagen, wann, wenn nur noch 4 DTE und ein Trade übrig ist, möchte ich das Ganze denn schließen von der Uhrzeit her. Und dann kann ich mich hier einmal beziehen auf Before Market Close oder After Market Opening. Before Market Close und dann trage ich hier eine 60 ein. Das würde bedeuten, wenn dieser Trade hier nur noch 4 DTE auf der Uhr hat und 60 Tage vor, Entschuldigung, 60 Minuten vor Marktende an dem Tag, wenn diese Zeit erreicht ist, dann schließt er diesen Trade. Dann kann ich eben sagen, okay, mit einer Market Order oder auch mit einer Limit Order. Das geht. Hier steht noch Auto Adjust DTE. Warum ist das wichtig? Naja, es kann ja sein, dass wenn du hier unten rechts nicht sagst Use Exact DTE, gerade bei längeren Trades, ja, machen wir da mal 70 DTE zum Beispiel raus. Übrigens siehst du hier, das ändert sich auch dynamisch. Dass ich sage, okay, 70 DTE-Kette, die haben wir ja nicht immer unbedingt, sondern näher dich einfach an. Ja, also das heißt, wenn du jetzt 68 findest und das nächste 75, dann nimmst du das, was mathematisch näher dran ist, also eröffnest du den Trade bei 68. Das kann die Options-App entsprechend auch. Und wenn ich nun Auto-Adjust DTE habe, dann wäre die Abweichung zwischen 70 und in dem Fall 68 DTE, würde hier entsprechend kompensiert werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also das hier ist nur Auto-Adjust DTE relevant, wenn du hier nicht Use Exact DTE ausgewählt hast. Ja, so können wir das Ganze abwählen oder angewählt lassen. Das ist vollkommen egal. Das ist irrelevant, wenn du hier Use Exact DTE wählst. Ja, bei so einem SPX haben wir natürlich auch in der Regel immer die 14 DTE-Kette. Zumal, wenn wir das am Freitag zum Beispiel aufmachen, sollte das dann immer der Fall sein. So, das sind jetzt die verschiedenen Exit-Kriterien in einem Trade-Template. Ich speichere das Ganze nun einmal und dann sehen wir, dass wir hier bei den Templates den Iron Condor Delta 2010 mit all den ganzen Dingen, die wir dort definiert haben für den Exit. Das könnte man natürlich auch noch in den Namen reinschreiben, das ist ja kein Problem, du kannst das editieren. Du könntest dann auch sagen, das ein bisschen auf, schreiben wir das mal da rein. Ja, Profit Target 50%. Wir könnten hier sagen, Exit when tested, ja, sodass wir für uns wissen, wie das ganz gemeint ist und Early Exit 4 DTE. Ja, das wird ein bisschen lang von der Beschreibung, aber ich kann nur empfehlen, das so detailliert wie möglich zu beschreiben, damit man weiß, was hat man in dem Template entsprechend definiert. Und nun kann ich das Ganze in eine Strategie umwandeln. Also wirklich sagen, wann möchte ich diese Strategie hier wirklich handeln. Dafür gehe ich hier oben rechts auf das Plus, kann eben sagen, okay, das ist meine Iron Condor Strategie, ja, oder, oder Iron Condor zweimal, ja, weil ich zum Beispiel zweimal am Tag das Ganze eröffnen möchte, warum auch immer. Ja. Gehe ich hier drauf, dann heißt die Strategie so und dann kann ich hier die verschiedenen Templates kann ich hier rüberziehen, ja, und habe jetzt zum Beispiel hier gesagt, okay, Iron Condor, der ist jetzt da drin. Ich kann den auch öfter hier rüberholen. Ich könnte auch andere Templates hier mit reinholen in eine Strategie, ja, und dann verschiedene Uhrzeiten hier vergeben. Ich gehe jetzt in dem Fall hier wieder drauf und lösche das Ganze weg und sehe hier meine zwei Trades. Ja, ich will den zweimal eröffnen, so tue ich jetzt einfach mal und gebe zunächst einmal hier eine Execution-Zeit ein. Ja, das Ganze habe ich hier auf amerikanische Zeit gestellt. Das heißt, den ersten mache ich vielleicht um 9:35 Uhr auf am Tag und den zweiten Trade, den mache ich meinetwegen um ähm, 11 AM auf. Ne? Das wäre dann hier 17 Uhr unserer Zeit. Das hier, das wäre um 15:35 Uhr unserer Zeit. So.
Expiration in Minuten, da kann ich sagen, wie lange sollst du brauchen, um den Trade aufzumachen, ehe er aufgeben würde, weil er es vielleicht nicht kann anhand Kriterien. Da würde ich hier bei einem solchen Trade, der ja schon immerhin 4 Legs hat, da muss er verschiedene Preise raussuchen und so weiter, maximal 2 Minuten eingeben. In der Regel werden solche Konstrukte allerdings in wenigen Sekunden eröffnet. So, Quantity 1, ja, ich möchte jeweils immer einen handeln, das könnte ich auch ändern. Und jetzt siehst du hier hinten Entry und Exit Conditions. Und wir sprechen ja in diesem Video hauptsächlich über Exit Conditions. Das heißt, es gibt noch mehr, wie man letztendlich hier mit der Options App Exits definieren kann. Und da möchte ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Entry Conditions, das sind ja jene Conditions, die man definieren kann. Aktuell sind hier keine drin. Ja, dass man sagen kann, okay, bitte eröffne diesen Trade nur, meinetwegen, ja, wenn der WIX unter 30 ist. Kann ich hier den WIX auswählen und kann dann sagen, der WIX Value, du siehst, hier sind zahlreiche Indikatoren inzwischen drin. Ja, der soll bitte auf den Close der Minute, also die aktuellsten Werte, die kommen, ja, immer kleiner sein als eine Konstante. Und diese Konstante, die soll sein 30. Ja, das wäre jetzt ein relativ einfaches Kriterium und könnte sagen, okay, beide Trades hier, ich mache Doppelklick hier drauf, da kann ich genau das, was ich dort definiert habe, kann ich hier eingeben. WIX kleiner 30, WIX kleiner 30. Das heißt, diese beiden werden jetzt nur eröffnet, wenn der WIX wirklich unter 30 ist. So, das gleiche kann ich jetzt eben auch für Exit Conditions machen. Die kann ich hier hinzufügen und dann nun, ja, ich muss irgendwas aussuchen, so gesehen. Ja, ich sage mal, eine Exit Condition könnte sein, wir gucken einfach mal in den Indikatoren, zum Beispiel ein Intraday Movement. Da gehen wir jetzt mal drauf. Ja. Das heißt, Intraday plus 1%. Ja. So, es muss nicht Sinn machen, ne? Ich möchte einfach nur zeigen, was so möglich ist. Das heißt, sobald eben das Intraday Movement in Prozent größer, so, größer plus 1%, so schreiben wir das mal, ist deutlicher, größer als 1 ist, steht ja auch schon drin, dann bitte geh aus diesem Trade raus. Das Ganze ist immer als Trigger definiert, das muss ja aktiv triggern und diesen Trade hier beenden. Ja, also der eröffnet irgendwann und wenn dann eben der, der Intraday-Move quasi über 1% gehen würde, dann würde der hier rausgehen. Ja, ich confirme das Ganze, du siehst, hier sind auch noch andere Exit-Kriterien drin, weil sich das Ganze jetzt aufgeklappt hat. Und dann sage ich hier, okay, bei beiden, ja, soll das eben so sein, wenn der Intraday-Move größer 1% ist. Du siehst, ich habe jetzt zum Beispiel auch WIX größer 20. Das heißt, wenn ich das jetzt auswähle, dann wird er da rausgehen, wenn der WIX über 20 geht. Muss nicht unbedingt Sinn machen, jetzt gerade was ich hier mache, nochmal. Ne? Also gucken wir uns dieses Exit-Kriterium mal an. Ja, das heißt, hier ist einfach nur das Ganze auf den WIX bezogen und als eben Close-Trigger eingestellt. Diese Dinge sind natürlich schon ein bisschen komplexer, je tiefer wir hier reingehen. Ja, du hast bei der Options-App immer die Möglichkeit, auf optionsapp.de zu gehen und dort in die Dokumentation reinzuschauen. Und die Dokumentation ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Das heißt, ich kann dir das Ganze mal zeigen. Einen Moment. Genau, optionsapp.de. Das rufe ich gerade parallel auf. Hier bist du auf der Seite und dann findest du hier oben Dokumentation. Und dieser Dokumentationsbereich ist inzwischen sehr, sehr groß. Du hast komplette Einführungsvideos, wo ich alles Step by Step erkläre. Wir haben auch komplett für die Einrichtung, für die Settings haben wir verschiedene Dinge gemacht, ja, dass wir hier Dokumentationsartikel haben, häufige Fragen, Troubleshooting und sowas alles. Ja, auch die ganzen Features erklärt. Und egal, was du jetzt suchst, beispielsweise du suchst, okay, wie funktioniert ein Stop-Loss? Kannst das hier oben einfach anfangen einzugeben. Ja, findest die Fragen, findest aber auch den Dokumentationsartikel. Du findest sogar auch ein Video dazu, ja, was wir gemacht haben, zahlreiche Videos. Und ich klicke mal hier auf den Dokumentationsartikel und dann findest du eben nochmal eine ganz genaue Beschreibung, okay, wie definierst du einen Stop-Loss? Ja, wie funktioniert das Ganze mit der Prämie, also in Prozentualen, mit einem Fixed Loss und so weiter, mit Beispielen, alles hinterlegt. Und das findest du für jedes Feature hier bei der Options-App. Also hab da keine Angst, ja, auch wenn das ein bisschen zu kompliziert wirkt. Wenn du regelmäßig Optionen handelst, egal ob höherfrequentig mit 0 DTE oder auch eben mit länger laufenden Trades, 7 DTE, 14 DTE, 70 DTE, machst aber auch öfter welche auf, mit klaren Kriterien aufmachen, mit klaren Kriterien schließen, dann wirst du das voraussichtlich mit der Options-App wirklich anwenden können. Und du findest ja auch hier unter dem Video einen entsprechenden Link. Wenn du das über Nikolas Link eröffnest, dann bekommst du noch zusätzlich 30 Tage Testzeit, wo du alles ausgiebig testen kannst.
statt eben nur die 14 Tage. Ich hoffe, diese kleine Einführung hat dir etwas gebracht hinsichtlich der Exit-Kriterien, was hier inzwischen alles möglich ist. Gerne, gerne kannst du auch in die Kommentare reinschreiben, was du dir denn sonst wünschst, was du von der Options App sehen möchtest. Und dann werden wir die Videos demnächst dafür auch extra erstellen. Liebe Grüße von mir.